Ihr seht die Sonne, Gold Coast, Surfers Paradise, Australien. Helm, okay, Skateboarders Nightmare. Da ist Leben, weißt du, ist Patina. Schon eher gebildet, nicht so am Hängen, wo alles ist, was einen umbringt. Dschungelcamp scheint ein Thema zu sein. Ich kann nicht mehr. Guckt ihr schon? Der bloß doof. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Ihr seht die Sonne, Gold Coast, Surfers Paradise, Australien. Letzter Tag hier an der Gold Coast für uns und wir nehmen euch heute mal ein bisschen mit durch unseren Off-Day. Haben euch gestern auf Instagram einen Fragensticker gepostet. Ihr konntet ein paar Fragen stellen. Da gehen wir ein bisschen heute drauf ein. So ein paar kleine Side-Facts und zeigen euch ein bisschen das, was hier so geht, was hier so drumherum los ist. Das hier hinter uns ist das Hotel, in dem wir nächtigen. Und sogar kann man, wenn man es weiß, unser Zimmer sehen. Aber ich kann es jetzt auch nicht direkt detektieren. 8. Etage, 8. Zimmer. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Wir setzen nicht gerade an dem Dach da vorne, ne? Ja, und der eigentlich. Balkon ist da 2 über uns, oder so. Nee, wir sind am Ende. Weil wir haben eine Mauer, wo es nicht weitergeht. Stimmt. Dann ist das über dem mit dem blauen Handtuch. Ja. Könnte der 19, sein. 11, ja. Übrigens hier Straßenbahn, da darf man teilweise, also es ist irgendwie so eine Einbahnstraße, mal so eine Einbahnstraße. Gut, dass wir beim Ankunftstag um 3 Uhr nachts hier waren und einfach mal wild überall drüber fahren konnten. Alles andere hätte ich auch nicht mehr geschafft. So, wir gucken, ob wir irgendwas zum Frühstücken greifen können. Der Slingshot, den wir bei uns direkt hier haben, man sieht immer nur diese beiden Arme und ab und zu die Kugel vorbeifliegen. Noch nicht mal von der Seite aus siehst du dieses Areal. Da geht er noch. So Leute, wir gehen zu Wendy's. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Dazu muss man sagen, wir lieben das. Jetzt morgens, sie haben gerade aufgemacht, kann man sich nicht hier noch anstellen. Man cuet mich hier ein wenig. Das hat vor 4 Tagen, also als wir es erstmal gesehen haben, hat es 3 Tage vorher aufgemacht. Es ist jetzt letzte Woche Mittwoch haben die aufgemacht, glaube ich, oder Donnerstag. Und wir haben jetzt Montag. Und das ist seit den 1980er Jahren das erste Wendy's wieder in Australien. Die waren nach den 80ern waren die weg, gab es nicht mehr. Und das ist jetzt das Comeback und das war jetzt hier feierliche Eröffnung letzte Woche. Die Leute rasten voll drauf aus. Und damit wir auch mal was Touristisches machen, stellen wir uns jetzt einfach mal auch mit an. So, wenn sich alle anstellen und wir uns anstellen, dann ist das, was ihr doch alle mal sehen wollt. Das wird die letzte Q-Line heute sein. Die erste und die letzte. Hoffentlich auch die erste Q-Line überhaupt der Tour. Die anderen waren zu vernachlässigen oder wir mussten halt glücklicherweise nicht. Ja, wir stehen jetzt hier einfach mal. Es gibt übrigens, das ist auch so cool, die Wände können die hier so hoch machen und dann sitzt du, wenn das Wetter gut ist, halt eigentlich draußen, aber mit dem Dach drüber, beim LED-Screen-Dach. Ja. Finde ich total nice. Haben wir ja auch an einem, vor 2 Tagen oder was, wo wir oben gesessen haben, in diesem einen Café direkt am Meer, auch gesehen. Auch dann direkt vorneweg, wenn ich jetzt gerade schon mal erzählen bin, Sonnenschutz ultra wichtig. Wir haben uns immer eingecremt, mehrfach eingecremt, überall eingecremt, Lichtschutzfaktor 50 eingecremt, haben uns, wenn es ging, sofort in den Schatten verpieselt. Es bringt nicht viel. Also voll auf meinen Kopf mit 50 eingeschmiert. Immer eine Kappe auf, kannst natürlich beim Achterbahnfahren nicht tragen. Gestern beim Achterbahnfahren, weil es so viele Bahnen waren, verbrannt. Das ist echt krass. Dazu muss man natürlich sagen, wir kommen aus dem deutschen Winter, wo es jetzt seit 300 Jahren keine Sonne gab. Natürlich bist du 0 vorgebräunt und kommst dann hier in die Extreme. Auch schwierig. Das nochmal auch erwähnt, weil ganz viele das immer wieder geschrieben haben. Denkt an euch einzucremen, denkt an die Sonne, passt bitte auf. Ja, also auch wir haben schon mitbekommen, dass in Australien die Sonne scheinen könnte. Takeaway, ne? Ja. By the way, für alle, die sich auskennen, der Dave's Double wird jetzt zum Classic Double oder Dave's ist einfach der Classic. Release Helmet, follow in App Prompt. Pull Helmet from bottom. Dann wird es freigegeben. Ja, aber ich habe bei dem Roller, der hing ja an der Kordel. Wir haben Anfang der Tour ja euch so was gezeigt, dass da die Roller so irgendwie Helme haben. Die Fahrräder logischerweise dann auch.
Also Helm, okay, aus dem Körbchen da raus, dass der da irgendwie gelockt ist. Aber dann gibt es auch kein Haarnetz oder so. Das ist doch voll fies. Oder? Ja, weiß ich nicht. So, wir sind am Strand, Leute. Gold Coast. Ich kann es nicht oft genug sagen. Surfers Paradise. Sieht da auch für mich nach aus. Das haben wir auch schon gelesen gehabt, dass man nur schwimmen darf zwischen den rot-gelben Flaggen, die da sind, wo auch die Menschentraube ist. Und hier ist auch noch mal ein Schild, was sagt, nix. Ach so, man muss das nicht nochmal gelesen. Hier steht es ja nochmal. Aber man kommt ja auch automatisch hier raus. Hier tummelt sich alles. Da vorne ist nochmal so ein Bereich. Da ist es augenscheinlich nicht so voll, auch wenn es gerade wieder mehr wird. Aber da gehen auch welche zum Surfen ins Wasser. Die Möwen sind wieder lustig. Ja. Ja, dann gehen wir mal da Gehen wir nach da hinten irgendwie. Genau. Surfers Paradise und Skateboarders Nightmare, oder was ist das hier, ey? Also überall. Hier, guck mal. Auf dem Mülleimer ist nichts. Oh ja, super. Ja, das Rail in den Sand rein kannst du noch nehmen. Ja, überall. Das sieht ja auch kacke aus. Ja, das stimmt. Gut, jetzt wird der eine oder andere behaupten, wenn das alles zerkratzt und voll mit Wachs ist, sieht es auch kacke aus. Aber da ist Leben. Weißt du, das ist Patina. Das ist wie, wenn du alt wirst, Falten haben. Das ist erstrebenswert. Da hast du was erlebt und dein Körper erzählt Geschichten. Geilen Caddy mit Surfbrettern oben auf dem Dach. Und der Hintern Zwifty. Wir waren ja gerade ein bisschen im Wasser rumplanschen und die Rescue Lifeguard Jungs, die haben ja hier ihren Ausguck mit Weihnachtsdeko drumherum noch, aber auch Seesterne mit in der Weihnachtsdeko. Passt natürlich, aber es sieht total weird aus, vor allem bei dem Wetter hier. Aber kennen wir ja schon aus den ganzen Florida-Videos. Der ist gerade mit seinem Pickup bis hier vorne an den Strand gefahren, wo die ihre beiden Surfbretter auch haben, um schnellstmöglich alle zu retten, die ertrinken. Und Uschi sagte, boah, die Wellen werden gerade aber noch krasser, oder? Und dann kam er halt runtergefahren in dem Moment und sagte, ey, kommt mal alle hier vorne, wo das flach ist gerade ein bisschen gefährlich, weil die Wellen werden echt immer größer. Surfer haben wir auch schon ein paar gesehen. Total witzig, ey. Klar, Surfers Paradise. Aber so große, starke Wellen mit so starker Strömung haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Also auch noch nicht im Mittelmeer oder im Atlantik, wo wir da schon mal rumgeplanscht haben. Das ist crazy hier. Gibt es hier einen lecker Mountain Dew. Oder auch eine Passionsfrucht. So, mal lieber das T-Shirt wieder drüber ziehen. Genug Sonne für heute, obwohl wir auch komplett eingeschmiert sind. Wir haben ja gesagt, ein paar Fragen von euch nehmen wir auf jeden Fall heute schon mal mit. Oder beantworten heute schon mal ein bisschen was. Wir überlegen auch noch, ob wir den Vlog heute und den Vlog morgen zusammenpacken in einen. Denn morgen gibt es auf jeden Fall auch viel Fahrerei und ein Count, wenn alles klappt. Deswegen und heute ist ja nicht so viel Spektakuläres theoretisch. Aber die erste Frage, die ihr uns gestellt habt, jetzt direkt am Anfang, ich glaube, da sind auch ein paar bei, die kann man erst am Ende beantworten. Aber wir starten jetzt schon mal ein bisschen was jetzt schon. Also die Fragen werden auf jeden Fall alle beantwortet noch, aber jetzt lese ich erstmal die vor, die jetzt am Anfang schon Sinn machen. Wie Bro gerade schon gesagt hat, gibt es halt einige Fragen, die halt am Ende meistens immer zu beantwortet zu werden, weil wir jetzt halt noch den Eindruck noch gar nicht haben von vielen Dingen.
Genau. Worauf habt ihr euch am meisten gefreut in Australien? Weiß ich, wir haben, glaube ich, nie so ein Ding, wo wir sagen, okay, darauf am meisten. Klar, die großen Parks, wir haben ja jetzt am Anfang die großen Parks quasi, die ganz großen abgehakt. Und da war man natürlich am gespanntesten drauf und ja, am sehnlichsten erwartet, dass man diese großen Sachen mal sieht, die man sonst so aus Bildern kennt. Das ist halt echt weit weg. Und am meisten freut man sich immer auf den Gesamttrip, finde ich. Und dass man anderes Land, andere Leute, die Leute hier, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, super lieb, super entspannt alle und auch sehr, ja, schon eher gebildet, nicht so am Hängen. Im Allgemeinen, ohne Spaß. Ja. Also ich habe mich am meisten gefreut eigentlich auf, also darauf das Land kennenzulernen, auch die Leute und wie anders ist das denn? Weil ist das jetzt, unterscheidet sich das viel in der Kultur von Amerika oder USA und England oder so, weil man irgendwie denkt, Australien ist wie die USA. Warum man das denkt, weiß ich auch nicht, weil die Englisch reden, keine Ahnung. Und die haben natürlich die englische Kolonie hier. Auch so auf das Rumreisen, dass wir halt irgendwie das ganze Land so ein bisschen sehen. Das, ja. Außer Northern Territorium, wo alles ist, was einen umbringt. Da kommen wir zur nächsten Frage. Wie groß ist euer Respekt vor den dort lebenden Tieren? Ich habe mir darüber jetzt keine Gedanken gemacht, dass mich hier irgendwas umbringt oder sowas. Nee. Ja, grundsätzlich einfach mal vor jedem Tier überall Respekt haben, mal um jetzt so Deep Talk-mäßig. Und ansonsten, ja, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand überlebt man doch. Das ist, glaube ich, das Bild ist, glaube ich, auch sehr klischeebehaftet, dass hier. Also es gibt auch so geile Memes, so eine grüne Fläche von Australien, das ganze Land mit einer schwarzen Outline und blau drumherum das Wasser und dann die Legende dazu grün. Hier kann ich alles am Land töten, blau, hier kann ich alles im Wasser töten, schwarz, both of them, weißt du. Das wird auch so sein. Wir haben ja beim ersten Requiem schon voll die für uns großen Spinnen gesehen. Jetzt gestern der riesige Leguan oder was das war ja mal richtig geil, aber der ist ja nicht gefährlich, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass es jetzt so krass gefährlich und wild wird, weil wir halt nicht dahin fahren, wo es gefährlich und wild ist. Das ist halt echt, auch da vielleicht schon mal eine Brücke schlagen zu dem Thema, was auch ganz viele bei den Beiträgen, die wir gepostet haben oder auch in den Stories geschrieben haben. Dschungelcamp scheint ein Thema zu sein. Es ist wohl sehr relevant für viele Menschen, wie ich das so sehe. Nach Staffel 1, die glaube ich 20 Jahre her ist, habe ich das nicht nochmal gesehen. Von hier, wo wir jetzt gerade sind, 1 Stunde mit dem Auto ohne Maut kommst du zum Dschungelcamp, was ihr alle kennt. Das ist 1 Stunde von hier weg. Sogar sieht super krass Dschungel-Outback-mäßig hier aus. Und du fährst jetzt nicht 1 Stunde ins Land rein, sondern du fährst erstmal ziemlich weit im Süden und ein bisschen ins Land rein. Also so viel glaube ich auch dazu, dass das Dschungelcamp so schlecht läuft es noch nicht bei uns, dass wir zum Dschungelcamp müssen. Wäre vielleicht aber auch witzig. Ich bin gerade von der Decke, vom Handtuch abgerutscht mit der Hand in den Sand rein und dann hat einfach mein Finger angefangen zu brennen. Toll. DC Rivals oder Leviathan? Fragt einer. Möchtest du diese Frage beantworten? Nein. Weil ein Hypercoaster mit einer Holzachterbahn vergleichen, weiß ich nicht. Das ist ja wie Äpfel mit Birnen, ne? Wobei das besser geht eigentlich. Wie viele große Freizeitparks gibt es in Australien und wie viel Zeit sollte man für die Tour einplanen? Was definiert man als großen Oh, hallo Milvi. Hallo. Was definiert man als großen Freizeitpark? So, das ist ja schon mal so. Das Große steht in Klammern. Ja, das macht es nicht leichter. Also wir haben jetzt die drei größten haben wir gemacht. Also Dreamworld behauptet selbst, sie wären der größte. Warner hat noch mehr Achterbahnen. Von der Fläche sind die kleiner. Das ist dann vielleicht ein Unterschied. SeaWorld ist sehr groß. Wir machen ja noch hier Gumba Jumba. Die haben, glaube ich, 3 Credits oder was. Das ist jetzt in einem großen Wasserpark. Dann gibt es 2 Luna Parks und so ein paar Side-Counts. Also es ist alles sehr weit auseinander. Und in Perth gibt es noch einen Park mit ein paar Bahnen. Das ist noch weiter weg. Weiß ich jetzt nicht. Du solltest mehr als das wollen, wenn du so weit reist. Es gibt ja auch Kombinationsmöglichkeiten, ob du das dann über Dubai machst und da noch was machst oder über Hongkong und da noch was mitnimmst oder dann noch nach Neuseeland. Also jetzt nur zu denken, dass du nur Park, große Parks nacheinander
ja, dann bist du in einer Woche durch oder weniger. Bist länger unterwegs als in Parks. Ja. Auf welche Achterbahn oder auf welchen Dark Ride in Australien wart ihr am meisten gehypt? Der Dark Rides ist leider so gar nicht. Ich glaube, fast den einzigen, den es gibt, haben wir jetzt gemacht. Das ist ein Defizit hier, ne? Auf DC Rivals war ich schon sehr gespannt. Jungle Rush wollte ich auf jeden Fall sehen. War meine Erwartungshaltung, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Habe ich mehr erwartet, aber trotzdem tolle Bahn oder so, also nicht falsch verstehen. Ja, Steel Typen, die Spinning-Gondel fand ich sehr spannend, das Blue Fire Layout in der Drehgondel mal zu fahren. Ich bin noch auf den Hot Racer in Sydney gespannt, aber der soll nicht so gut sein wie Mahuka. War auch der erste. Und auch, die haben noch eine Holzachterbahn mit Bremser in Melbourne oder bei Melbourne. Das finde ich auch noch sehr interessant, aber wir sind eh fast nie so hyped auf eine Bahn, auf einer Tour. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil wenn die dann zu ist, ist die Enttäuschung ja noch größer. Seit wann steckt ihr in den Vorbereitungen? Also Juni letztes Jahr haben wir die erste Sache gebucht. Ja, genau, eine Sache, die noch kommt, haben wir da gebucht, weil die da schon fast ausgebucht war. Deswegen mussten wir da frühzeitig ran. Und dann war erstmal wieder monatelang gar nichts. Also gar nichts. Dann haben wir irgendwann mal geguckt, okay, was wollen wir denn alles machen, außer das, was wir gebucht haben? Und wie viele Tage brauchen wir dafür? Das haben wir uns dann ein bisschen ausbaldowert. Auch jetzt nicht die Routen oder so, sondern einfach nur, was ist das? Und dann, okay, ist das realistisch, das vielleicht zu kombinieren? Nee, okay, einzelner Tag, okay, kombinieren, bla bla bla. So viele Tage brauchen wir. Einen Tag plus gemacht, den wir heute haben, weil der heutige Tag war auch so ein Ausweichtag, falls irgendwas down ist oder nicht funktioniert in den 3 großen Parks, die wir zuerst gemacht haben, dass wir da eventuell noch mal ausweichen können. Und wir hatten das ja auch, dass wir gestern und vorgestern tauschen mussten zum Beispiel. Sowas kann ja immer passieren. Und wenn die Möglichkeit besteht, das so zu machen, dann machen wir das natürlich, dass wir so einen Puffertag haben, aber meistens braucht man den wirklich nicht. Dann war es Anfang November haben wir uns um die Flüge gekümmert. Flüge war dann, das haben wir zu viert gemacht. Tom und Lukas, die Grüße, waren mit am Start. Mit denen zusammen haben wir dann in der Videokonferenz uns entsprechende Flüge rausgesucht, die wir dann gebucht haben und haben gleichzeitig auch direkt den Mietwagen noch mitgebucht. Danach ist noch mal ein paar Wochen vergangen, dann haben wir Hotels rausgesucht, die Routen bestimmt und wann wir wo sind dadurch halt auch, ne? Also erst wann wir wo sind und dann die Hotels dazu und wie das am meisten Sinn macht zu fahren oder irgendwie mal eine Nacht oder 2 Nächte oder wie jetzt hier 5 Nächte oder was das sind. Das war aber auch eine Sache von 2, 3 Nachmittagen oder was, Abenden, irgendwie so. Das war's schon, wie immer. Es ist jedes Mal das Gleiche und dauert nicht so lang. Du kannst das dann einem Wochenende komplett planen oder immer mal ein bisschen. Weil immer mal ein bisschen ist bei so einer Tour, die so teuer ist, echt gut, weil dann, oh ja, da ist das schon mal das bezahlt, dann ist schon mal das bezahlt, dann ist schon mal das bezahlt. Dann tut das nicht so weh auf einmal. Gibt es auch wieder Blaulicht-Content, wird gefragt. Bis jetzt, ich weiß, auf was für Blaulicht das rausläuft, nämlich auf Feuerwehrfahrzeuge, die wir versuchen auf jeder Tour mitzubringen, habe ich nicht ein einziges Feuerwehrfahrzeug gesehen. Stimmt. Ambulance haben wir gesehen, Polizei haben wir gesehen. Ja, Polizei haben wir auch auf Video, Ambulance weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und Lifeguards. Also Feuerwehr, ihr brennt halt nicht. Also schon die Wälder. Wenn dann richtig. Wir haben Ausguck von der Feuerwehr gezeigt. Fire Tower. Aber wenn wir was vor die Linse kriegen, natürlich kriegt ihr das wieder mit. Also eure Wünsche sind uns Befehl. Flugzeuge, Feuerwehrautos, Züge, alles immer mit dabei. War beim Balkan ja auch so. Wie die Operatorin in SeaWorld, die Ansage machen wollte, sich verhaspelt hat. Wie ist das mit dem Jetlag? Kommt man gut mit der Verschiebung klar oder braucht es ein paar Tage? Bei uns war das jetzt eigentlich nicht so. Wir waren einfach sehr fertig von der Reise, aber ich glaube, es war jetzt kein Jetlag. Aber dadurch, dass wir halt Nachtflug hatten und sehr spät dann auch in Australien angekommen sind, sodass wir quasi dann direkt ins Bett gegangen sind, ohne drüber nachzudenken, war das, glaube ich, ganz okay. Also ich glaube, es kommt wahrscheinlich darauf an, wann man fliegt. Bei uns war, würde ich sagen, kein Jetlag, aber sehr, sehr kaputt.
Aber ich glaube kein Jetlag. Wir hatten keinen Jetlag. Nee, ne? Wir sind halt erst um 3:30 ins Bett gefallen, um 7 Uhr wieder aufgestanden. Dadurch waren wir halt so ein bisschen gerädert und durch die Reise, die halt sehr anstrengend war. Aber wir hatten Nachtflug, ist halt auch eine steile These, Frau Reichert. Es ist nämlich 3-mal Abend geworden. Ja, ist auch richtig. Wir sind in Frankfurt gestartet, dann wurde für uns Abend. Dann sind wir in Dubai angekommen, da wurde da gerade Abend. Dann sind wir da weggeflogen, da ist hier gerade Abend geworden. Also wir hatten 3-mal Nacht nach einmal aufstehen. Ja, es ist ziemlich weird. Ich bin auf die Rückreise gespannt, aber Project Sunrise soll das wohl auch krass verhindern. Ich weiß halt vom ECC, European Coaster Club, da waren ja auch einige Deutsche dabei, die ja auch bei der FDF-Convention dann waren, als wir im Heidepark waren, und die waren alle richtig fertig. So, die kamen nämlich auch alle gerade aus Neuseeland und die hatten alle richtig Jetlag. Vergleich Moviepark und Warner Brothers Gold Coast. Werdet ihr auf jeden Fall von uns bekommen. Und im Vlog haben wir ja auch so ein bisschen verglichen. Was ich sagen kann, ist, Moviepark Germany ist um Welten besser gestaltet, gepflegt und in einem Gesamtzustand als Warner hier an der Gold Coast. Hier gibt es noch nicht mal Schilder, Hinweisschilder, wo es lang geht oder was irgendwo ist und überhaupt. Also Wartungspflege, also nicht Wartungs-, sondern Pflegezustand und Thematisierung ist in Bottrop besser als an der Gold Coast. Versteht man die Leute vor Ort wirklich so schlecht, wie immer alle tun? Ja, also am Anfang war es schon schwierig, muss ich sagen. Am Flughafen war so, willst du von mir? Aber es ging, also es geht. Hier ist es besser, finde ich. Oder ist es einfach mit der Zeit besser, dass du verstehst, wie die Leute sprechen. Aber am Anfang habe ich wirklich 1000-mal nachgefragt und dachte mir so, was? Auch in Aussie World, wie der Dude da geredet hat. Hä? Also sehr krasser Akzent, ja. Also mit Englisch hat das nicht so viel zu tun, denke ich immer. Aber naja, man versteht es irgendwann. Geht schon. Der Bro versteht ja immer alles besser. Der hat ja händisch und physisch gelernt und anscheinend auch, weil alle Sprachen, die keine Sprachen sind, kann er auch. Was habe ich denn hier noch? Was ich mich immer frage, woher nehmt ihr die Power? Beeindruckend. Ich habe jetzt keine mehr, du musst doch vielleicht die Kamera langsam halten. Ja, es ist viel Pobacken zusammenkneifen und durchziehen. War jetzt abends waren wir aber auch richtig platt jetzt die ganzen Tage. Mit der Anreise, mit dem Programm, mit dem Wetter. Das ist, glaube ich, der Tag heute ist, glaube ich, ganz gut. Ist aber auch schon für mich langsam so, ja, es fehlt mir irgendwo noch eine sinnvolle Aktivität gerade. Aber ist ja noch Zeit. Der Tag ist ja noch jung. So, jetzt kommen nur noch Fragen von welcher Größe der Spinnen und Tiere, die wir gesehen haben, und was wir von Warner Brothers halten. Das ist alles. Dann müsst ihr den Rest auch noch gucken, abonnieren, nichts verpassen. Und Energie tanken, um das durchzuhalten, sich das anzugucken. Das Schlimme kommt ja noch, das alles zu schneiden. Ich habe auch schon angefangen. Also der erste Vlog ist angefangen zu schneiden hier am Balkon an der Gold Coast. Jo, wir sind jetzt zum Hotel zurück, haben uns den Sand vom Körper runtergewaschen und vor der Sonne geflüchtet. Und wir machen jetzt gerade mal so ein kleines Ründchen hier und gucken uns ein bisschen unsere Neighborhood an und laufen hier mal ein bisschen rum, nehmen euch ein bisschen mit, und hier und da kehren wir auch mal kurz ein. Alter, geil! Nicht nur der Vielfänger vorne, auch so ein riesen Gitter vorne an der Scheibe. Also der Bus fährt auf jeden Fall irgendwo hin, wo nichts mehr ist. Kangaroo Bus Lines. Natürlich fährt der irgendwo. Also das ist hier so ein Ding. Ich bin noch gespannt, ob wir auf sowas stoßen werden, aber mit Kängurus kollidieren ist irgendwie, wenn du das nicht gemacht hast, bist du nicht hier gewesen. Das wäre schön, wenn wir das nicht machen. Ja, das wäre schön, wenn wir das nicht machen, weil wir da keine Endurance für haben. Bla bla bla.
je nachdem wie die Sonne steht, kann so ein Hotel, was so groß ist, auch mal einen ordentlichen Schatten auf den Strand schmeißen, ey. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag so. Guck mal, wie, also es ist ja, also da, wie dunkel das Wasser drin ist, wie tief das dann auf einmal sein muss, oder? So, die Bojen, das vorbei. Wir spielen Volleyball. Ich kann nicht mehr. Ich würde jetzt gerne Badminton spielen. Wäre jetzt super praktisch. Tischtennis. Ja, vor allem, einer steht da, einer steht hier, aber wir spielen so. Stimmt. Wir sind im nächsten Laden. Das finde ich mal cool. Hier ist ein Tisch, der ist reserviert, aber die sind natürlich schlau hier, das haben wir ja schon gesagt. Und hier steht drauf, wer für wann, mit wie vielen Leuten wo reserviert hat. Das finde ich mal smart, ey. Dann weißt du ganz genau, bis wann ist der Tisch frei. Und wenn du weißt, du bleibst gar nicht so lange hier, dann kannst du dich trotzdem setzen. Und ja, weil man sich auch selber setzt, selbst an der Bar holt. Also auf jeden Fall in dem Laden, auch in dem anderen, wo wir waren, hat man an der Bar Bestelltes gebracht bekommen. Die britischen Einflüsse sind auf jeden Fall vorhanden. Guck dir schon. Was machst du? Pipi? Nee. Wir sitzen hier in so einer Bar am Meer. Die Luft ist geil. Die Temperatur ist auch geil. Und wir haben jetzt RCDB-Bingo gespielt und ich habe den Bro die letzten 2 Male total abgezogen. Mit, weiß ich, 10:4 oder so. Also wir spielen meistens bis 10. Und ja, jetzt haben wir hier nochmal ein kleines Turnier eingelegt. Und jetzt habe ich zweimal gewonnen. Der Bro hat 2-mal gewonnen. Und jetzt haben wir eine Entscheidungsrunde am Ende gespielt. Und das war witzig, weil wir haben beide bei dem 10., also quasi 10 Punkte gehabt. Also bei der Runde, wo es darum ging, wer jetzt 10 Punkte macht, haben wir beide einen Punkt gemacht. Also haben wir beide gewonnen. Das heißt, Peace, Love and Harmony. Keiner hatte gewonnen und keiner hat verloren. Ja. Ja, das Wetter ist hier echt richtig chillig jetzt gerade am Meer. Also ich habe eben schon gesagt, ich denke irgendwie, dass in Deutschland gibt es solche Sommer gar nicht. Aber in Deutschland sind wir halt auch nicht am Meer. Ne? Also wenn es da 27 Grad ist, fühlt sich das schon anders an als am Meer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht in meinen Haaren oder so. Aber hier ist halt auch ordentlich Brise. Und wir sitzen die ganze Zeit im Schatten. Ja, das ist schon echt gut auszuhalten hier. Irgendwie auch die Luft und die Leute und so, ja. Schön mal so einen Tag hier jetzt mal 5 Grad sein zu lassen. Und morgen geht es dann weiter. Ja, wir haben jetzt Nachmittag, genau. Wir gehen jetzt gleich wahrscheinlich langsam in unser Hotel zurück. Morgen geht es ziemlich früh los. Deswegen wollen wir jetzt nicht so ganz so lange irgendwie machen heute. Wird wahrscheinlich wieder nicht hinhauen. Aber wir wollen dann nachher noch was essen im Hotel und dann auch aufs Zimmer und die Koffer schon mal packen, so dass irgendwie wir am besten nur einen Koffer mitnehmen müssen in das nächste Hotel, weil immer 2 für eine Nacht in ein Hotelzimmer schleppen ist irgendwie total Aua. Deswegen gucken, dass in einem Koffer irgendwie alles versammelt ist, damit das ganz entspannt läuft. Und ja, räumen dann unser Zimmer schon mal so ein bisschen zusammen, unser Zeugs, damit wir morgen früh dann nur einmal alles, was noch über ist, Kabellage und Beauty Cases und so, dass wir das einmal dann noch in den Koffer packen und dann fertig sind. Die Frau redet mit sich selbst. Der Bro ist doof. Schreibt's in die Kommentare. Eine Sache, die ich jetzt mal nachrechnen kann, weil mich hat das in Ruhe gelassen, habe ich gerade mal nachgeguckt. Diese Sporttrucks, die hier rumfahren, ne, die aussehen wie Pickup-Trucks, nur als normales Auto, das ist ein Ute hier. Und das ist halt eine Kurzform für Utility, also wird es auch ein Uti oder Ute sein. Inzwischen ist das aber im Sprachgebrauch auch so übernommen worden, dass
alle normalen Pickup-Trucks, also alle Fahrzeuge mit so einer offenen Ladefläche hier so genannt werden. Aber diese Utes sind in Australien und Neuseeland ziemlich typisch und bekannt und ja, voll geil. Ich finde die mega cool. Als Kind bei Matchbox, Hot Wheels habe ich sowas auch geliebt, wenn ich sowas dabei hatte. Und das fährt hier einfach alles daily rum. Allgemein sehr viele schöne Autos, viele getunte Fahrzeuge, extremst viele Raptor. Es ist echt verrückt. Also ja, uns gefällt es hier auf jeden Fall sehr gut bis jetzt in Queensland, wo wir unterwegs sind noch.